Servus Freunde, AMA bietet zurzeit zwei verschiedene Typhoon-Modelle an, einen 3S-fähigen und einen 6S-fähigen. Jedoch kostet der 3S Typhoon nur 350 € und der 6S-fähige stolze 540 €. Warum das so ist und eins vorweg, es liegt nicht nur an der höheren Zellenfähigkeit, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Beim Design und der Größe der beiden fallen zunächst einige Gemeinsamkeiten auf. Beide Typhoons sind im Maßstab 1:8, haben abgesehen von den unterschiedlichen Karosseriefarben und Designelementen eine nahezu identische Karosserieform und sind beide Buggies. Das Design selber gefällt mir bei beiden sehr gut, da es schön sportlich gehalten ist. Der niedrigere Aufbau verstärkt diesen Eindruck. Am Heck besitzen sie einen fetten Spoiler, jedoch unterscheiden sich 6S und 3S dort ein wenig. Was bereits hier auffällt, ist die Verwendung von Metall und Aluminium beim 6S anstatt Plastik sowie beim 3S Typhoon. Ein erster Grund für den höheren Preis. Das Felgendesign der Speichen ist beim 3S offen und dynamisch gestaltet. Im Vergleich zum teureren 6S wirkt es aber weniger hochwertig. Denn der 6S Typhoon offeriert Hochgeschwindigkeitsreifen mit einem geschlosseneren Felgendesign. Die Profile der Reifen von 3S und 6S unterscheiden sich dabei nur geringfügig. Der Unterboden des 6S Typhoon besteht aus 6061 T6 Aluminium und ist 3 mm dick, wohingegen der des 3S einen aus Plastik hat. Die Stoßdämpfer des 6S sind aus Aluminium, genauso wie die Driveshafts. Generell zeigt sich auch innerhalb des Fahrzeuges, dass am Typhoon 6S viel hochwertiges Metall und Aluminium verbaut ist. Der 3S Typhoon besteht dagegen hauptsächlich aus Plastik. Sehr interessant zeigt sich auch die Anordnung der Komponenten unter der Karosserie. Denn der des 3S Typhoon sieht so wie eine verlängerte Version eines 3S Big Rocks oder Granite 3S aus. Hier aber ohne Plastikschutzteile vorne und mit mehr Freiraum zwischen Motor und ESC. Betrachtet man anschließend den Aufbau des Typhoon 6S unter der Karosserie, wirkt dieser wie ein anderes Modell und ähnelt dem schwächeren 3S kaum mehr. Obwohl beide Autos gleich lang sind, wirkt im 6S alles mehr gequetscht und der verfügbare Platz besser ausgenutzt. Markant ist auch, dass der Typhoon 6S seinen Motor mit Ritzel nach vorne gerichtet hat, anstatt so wie nach hinten beim 3S Typhoon. Deswegen besitzt der 6S Typhoon auch 3 Differentiale. Beim Motor, Servo und ESC gibt es ebenfalls Unterschiede, wo auffällt, dass beim Typhoon 3S gespart wurde. Denn so wird der 3S Typhoon von einem 3200 kW Spectrum Brushless Motor angetrieben, wohingegen der teurere Typhoon von einem potenteren und größeren 2050 kW Brushless Motor angetrieben wird. Dieser ist 6S-fähig. Auffällig ist dabei aber, dass nur der 3S Typhoon einen Lüfter und Kühlkörper auf dem Motor besitzt, der 6S Typhoon aber nichts von beiden. Das ESC beim schwächeren Typhoon ist ein BLX 100 mit 100 Ampere und Lüftung. Außerdem kann nur eine Batterie angeschlossen werden. Beim 6S findet sich dagegen ein Spectrum Smart ESC mit 150 Ampere, einem fetten Lüfter und 2 Akkuanschlüssen. Denn vorgesehen sind das Benutzen von 2 3S-Batterien gleichzeitig, um 6S zu erreichen. Zu guter Letzt hat der 3S Typhoon ein 7 kg Torque Servo und der 6S ein 19 kg Torque Servo. Bei meinem Vortex 3S ist das 7,27 kg Servo übrigens schon nach einem Monat kaputt gegangen. Einen weiteren Unterschied stellt die Geschwindigkeit dar. Der 6S Typhoon erreicht mit dem beigelegten Speedritzel und 6S eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 112 km/h. Ein wirklich sehr guter Wert. Dagegen wirkt der Typhoon 3S mit seinen 80 km/h fast schon langsam. Seltsamerweise haben beide Fahrzeuge dieselbe Fernbedienung, nämlich eine SLT3. Warum der 6S Typhoon keine DX3-Funke mit Batterieanzeige, so wie mein 3S Vortex hat, verwundert mich ein wenig, da der Typhoon sogar teurer als dieser ist. Preislich unterscheiden sich die Autos um 190 €. Der 3S Typhoon kostet 350 € und der 6S Typhoon 540 €, je nach Händler. Bedenkt man aber, dass der Typhoon 2 3S Akkus benötigt, um mit 6S fahren zu können, wird der Preis noch höher, da diese separat gekauft werden müssen. Fazit: Der 6S Typhoon ist in jeder Disziplin auf dem Datenblatt besser, was hauptsächlich an besserer Elektronik, der Verwendung von Metall anstatt Plastik und der 6S liegt. Wer also das Geld für einen Typhoon 6S hat und darüber hinaus auch noch ein erfahrener Autofahrer ist, sollte sich den 6S Typhoon anstatt dem 3S zulegen. Wer aber gerade eben erst in das Hobby reingekommen ist, dem würde ich den 3S Typhoon empfehlen, da dieser mit seinen 80 km/h immer noch ausreichend schnell ist und ihm 190 € weniger kostet.